Sind Sie schon einmal mit dem Flugzeug geflogen? Höhe, Geschwindigkeit, Wolken unter den Flügeln, ein aufregendes Gefühl, nicht wahr? Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie schauen ruhig aus dem Fenster und bemerken plötzlich etwas, wofür Sie einfach keine Erklärung finden können. Kein Vogel, kein anderes Luftfahrzeug, sondern etwas Seltsames. Die Helden des heutigen Videos befanden sich genau in einer solchen Situation. Sie haben etwas Unerklärliches festgehalten, während sie an Bord eines Flugzeugs waren. Da stellt sich die Frage, ob man ihnen beneiden oder bemitleiden sollte. Eines ist sicher, sie erwartet eine unglaublich spannende Analyse realer Begegnungen mit UFOs am Himmel. Am Ende des Videos werden Sie erfahren, ob UFOs tanzen können, wem russische Kampfjets erscheinen und warum es wichtig ist, seine Videos noch einmal anzusehen, selbst wenn es scheint, dass nichts Besonderes darauf zu sehen ist. Bereit für eine Begegnung mit dem Unerklärlichen? Dann schneiden Sie sich an, wir heben ab. Der Held der ersten Geschichte. Der Einwohner Südkoreas, Lucas Kim. Der junge Mann flog ganz unbeschwert von Seoul nach Thailand und genoss die Aussicht aus dem Fenster. Plötzlich wurde seine Aufmerksamkeit von einem seltsamen Objekt angezogen, das sich in der Nähe des Flugzeugflügels bewegte. Auf den ersten Blick könnte man denken, dass es sich nur um einen optischen Effekt oder ein Lichtspiel handelt, aber je länger er hinsah, desto mehr war er überzeugt. Vor ihm war etwas Ungewöhnliches. Ohne zu zögern, holte Lucas sein Telefon heraus und begann zu filmen. Wie im Video zu sehen ist, flog tatsächlich ein unbekanntes Flugobjekt neben dem Flugzeugflügel. Und es war nicht nur ein Objekt, sondern eine Ansammlung von 6 Sphären, die sich nach kurzer Zeit in Paare aufteilten und ihre Bewegung am Himmel fortsetzten. Das Schauspiel war gleichzeitig faszinierend und beängstigend. So etwas ist schwer logisch zu erklären und noch schwieriger einfach zu ignorieren. Jedoch war die Version von Lucas selbst über den Ursprung des UFOs noch erstaunlicher. Der junge Mann gestand, dass es seiner Meinung nach, Zitat, ein verrücktes russisches Aufklärungsflugzeug sein könnte. Allerdings gab es keine offizielle Stellungnahme der russischen Luft- und Raumfahrtkräfte zu diesem Vorfall, und das mysteriöse Objekt blieb ein ungelöstes Rätsel. Als ich genauer hinsah, erkannte ich, dass es kein Flugzeug war. Es waren 6 separate Fahrzeuge. Sie leuchteten in einem seltsamen, pulsierenden, grünlich-gelben Licht, und es schien mir, als ob sie irgendwie ihre Bewegung koordinierten, fügte Lucas hinzu. Allerdings glaubten nicht alle an diese Geschichte. Wie so oft fanden sich im Internet sofort Skeptiker, die schnell eine eigene Erklärung für das Geschehen lieferten. Ihrer Meinung nach ist das mysteriöse UFO nichts weiter als Sonnenlicht, das von einem Flugzeugflügel reflektiert wird, oder eine Kaffeetasse, die zufällig im Fenster reflektiert wurde. So einfach ist das. Nun, die Lösung dieses Phänomens bleibt offen, und wir machen weiter. Achten Sie auf dieses Video, was sehen Sie darauf? Ich zum Beispiel sehe eine Kugel, die von einem Ring umgeben ist. Es sieht ein wenig aus wie Jupiter oder Saturn. Dieses UFO wurde von Passagieren eines Fluges von Bogotá nach Salento im Oktober 2023 gesichtet. Einer der Passagiere hatte zum Glück die Idee, es zu filmen. Wie im Video zu sehen ist, war das UFO nur kurz im Sichtfeld und verschwand schnell hinter dem Flugzeugflügel. Allerdings ist nicht die Begegnung mit einem Mini-Jupiter das Erstaunliche, sondern dass dies nicht die erste Begegnung ist. Nach der Veröffentlichung dieses Videos im Netz meldeten sich sofort Zeugen, die dasselbe UFO bereits früher gesehen hatten. Weit verbreitet wurde ein Video, das im März 2023 aufgenommen wurde. Ich werde Ihnen jetzt das Zeugnis zeigen. In diesem Video flog das UFO viel näher am Flugzeug vorbei. Ein Privatflug flog über das Gebiet von Antioquia in Kolumbien und erwartete offensichtlich nicht eine solche Gegenbewegung. Wenn man das Video pausiert, kann man erkennen, dass das UFO eher wie eine klassische Untertasse oder ein riesiger Rochen aussieht. Wie es jedem besser passt. Was könnten solche häufigen Begegnungen mit ähnlichen UFOs in Kolumbien bedeuten? Erstens, die Kolumbianer haben eine ziemlich skurril aussehende Luftfahrt. Zweitens, und wahrscheinlicher, die Kolumbianer wissen etwas, das das Interesse außerirdischer Zivilisationen weckt. Eine dritte Möglichkeit wurde bisher nicht angegeben. Das ist nicht das Spiegelbild einer Kaffeetasse. Ich präsentiere Ihnen das nächste Video. Das Geschehen erinnert eindeutig nicht an etwas Wohlwollendes. Und die Frau, die neben dem Autor des Videos sitzt, versteht das sehr gut. Dieses Schauspiel fand in der Ägäisregion, in der Nähe der türkischen Stadt Izmir, statt. Das UFO hat die Farbe einer Gewitterwolke, ähnelt in der Form jedoch eher einer Haifischflosse. Einige Passagiere verglichen das UFO mit dem Flügel eines anderen Flugzeugs, aber das scheint mir nicht so. Es gab jedoch auch andere, nicht weniger interessante Versionen des Geschehens. Zuerst sahen die Passagiere eine dunkle Wolke unbekannter Natur.
Dann begann diese Wolke auf seltsame und schnelle Weise ihre Form zu ändern, und für einige Sekundenbruchteile sah sie aus wie eine Kondensspur einer Rakete oder eines Flugzeugs. Unter den typischen Versionen über Außerirdische gab es auch interessantere. Zum Beispiel gibt es die Meinung, dass das Flugzeug einfach den Verlauf oder die Folgen von Militärübungen beobachtet hat. Zweifelhaft. Aber okay. Ein anderer Teil hielt das Gesehene für die Freisetzung einer chemischen Substanz in die Atmosphäre und forderte die Umweltschützer auf, den Vorfall sofort zu untersuchen. Eine dritte Gruppe begann, von einer optischen Täuschung oder einem einfachen atmosphärischen Trugbild zu erzählen. Die Wahrheit liegt, wie üblich, irgendwo in der Mitte. Nun, und ich mache weiter. Die nächste Heldin des Videos hat während der Landung am Flughafen La Guardia in New York ein UFO gefilmt. Als sie sich der Landebahn näherte, beschloss Michelle, ein Panorama der Stadt aufzunehmen. Doch in das Objektiv der Kamera geriet etwas Außergewöhnlicheres als New York aus der Vogelperspektive. Michelle bemerkte plötzlich auf dem Bildschirm einen seltsamen, verschwommenen Fleck. Zuerst dachte sie, es sei nur eine Spiegelung, Schmutz auf dem Fenster oder ein Kameradefekt. Aber als sie genauer hinsah, erkannte sie, dass es etwas anderes war. Das Objekt erschien nur für einen Bruchteil einer Sekunde und raste schnell über den Himmel der Stadt. Während das Flugzeug sank, schien das UFO in die entgegengesetzte Richtung zu fliegen. Michelle schickte das Video sofort an die US-amerikanische Luftfahrtbehörde. Jedoch erhielt sie keine Antwort von der Behörde. Da sie von den Behörden ignoriert wurde, wandte sich Michelle an zwei Organisationen, die unerklärliche anomale Phänomene untersuchen, Enigma Labs und die Nationale UFO-Datenbank. In der Hoffnung auf eine Erklärung schickte sie die Aufnahmen auch an ihren Vater, einen ehemaligen Angehörigen der US-Marine. Er vermutete, dass es eine Drohne gewesen sein könnte. Aber wenn dem so ist, befand es sich in gefährlicher Nähe zum Flugzeug, was bereits Fragen aufwirft. Bald darauf weckte das Video das Interesse der Medien. Der Fernsehsender News Nation lud den Ufologen Ben Henson ein, den Moderator der Discovery und Sendung Zeuge eines UFOs, um seine Einschätzung abzugeben. Er bestätigte, dass das Video alle seine Standardüberprüfungen bestanden hat und nicht wie eine Fälschung aussieht. Trotz der Tatsache, dass Experten im Bereich der Ufologie das Video nicht für eine Fälschung halten, bleiben die Fragen bestehen. Die Herkunft des UFOs ist nach wie vor unbekannt. Was denken Sie? Schreiben Sie Ihre Gedanken in die Kommentare und ich mache weiter. Vor Ihnen ist ein Video, das 8 Jahre lang der Öffentlichkeit verborgen blieb. Im Jahr 2015 nahm ein Pilot eines amerikanischen Jagdflugzeugs FAAV-18F Super Hornet etwas Seltsames am Himmel wahr. Die Aufnahmen wurden mit dem Infrarot-Zielsystem Raytheon an ASQ 228 gemacht. Ein hochmodernes Gerät, das in der Lage ist, Ziele in einer Entfernung von bis zu 210,000 Fuß zu erfassen und zu verfolgen. Zu Beginn des Videos sehen wir die Aufnahmeparameter. Das Flugzeug befand sich in einer Höhe von fast 25,000 Fuß. Die Kamera war nach vorne und leicht nach links gerichtet. Die Geschwindigkeit des Jagdflugzeugs betrug 252 Knoten. Die Entfernung zum Objekt betrug etwa 26,000 Fuß. Es gelang jedoch nicht sofort, das Ziel ins Visier zu nehmen. Was die Piloten genau sahen, bleibt bis heute ein Rätsel. Aber dieses UFO hat einige sehr ungewöhnliche Merkmale. Erstens entdeckte das System keine Abgase, doch bei jedem Turbinenmotor sollten diese vorhanden sein. Darüber hinaus sah das Objekt im Infrarotbereich absolut kalt aus, es strahlte keine Wärme ab. Zweitens hat das Objekt weder Flügel noch Leitwerk, im Gegensatz zu Flugzeugen, Drohnen oder Raketen. Die Form ist oval und die Geschwindigkeit ziemlich hoch. Welches Objekt genau in das Visier des Militärs geriet, ist unbekannt. Offizielle Kommentare vom Pentagon gibt es nicht, und die Umstände des Auftauchens dieser Aufnahme bleiben weiterhin ein Geheimnis. Was war das? Moderne Technologien. Ein neuer Typ von Drohne oder etwas wirklich Unerklärliches. Sie wissen, wohin Sie Ihre Vermutungen schreiben können. Der nächste Fall einer UFO-Begegnung wurde von der Besatzung eines Passagierflugzeugs aufgezeichnet, das nach Fort Lauderdale, USA, unterwegs war. Der Vorfall ereignete sich am 23. Dezember des vergangenen Jahres. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich keine Passagiere im Flugzeug. Niemand erwartete etwas Ungewöhnliches, als plötzlich der Fluglotse die Besatzung kontaktierte und bat, ein Objekt zu identifizieren, das in der Nähe fliegt. Der Pilot berichtete, dass er 3 Objekte sieht, die sich über dem Flugzeug bewegen. Cassandra Martin, die als Stewardess an Bord war, bemerkte nur eines, konnte es aber auf Video aufnehmen. Cassandra gab folgenden Kommentar zu dem Vorfall ab. Laut Martin folgte das Objekt dem Flugzeug etwa 45 Minuten lang und verschwand dann. Sie nahm es mit maximalem Zoom auf ihrem Telefon auf.
Das Objekt war zunächst weiß, wurde dann grünlich, fast so, als ob ein elektrisches Feld oder etwas Ähnliches um es herum wäre. Laut Martin folgte das Objekt dem Flugzeug etwa 45 Minuten lang und verschwand dann. Zu dieser Zeit befand sich das Flugzeug in einer Höhe von etwa 45,000 Fuß. NBC Miami stellt fest, dass dies für Drohnen zu hoch ist und dass Ballons oder Luftschiffe nicht in der Lage sind, die schnellen Manöver auszuführen, die das Objekt vollführte. Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich 2023 über Alaska. Allerdings stellten die Spezialisten fest, dass es sich bei dem UFO um einen Spionageballon handelte. Ein ähnlicher Ballon wurde im selben Monat über South Carolina abgeschossen. Trotz ähnlicher Vorfälle gab es bisher keine Widerlegungen bezüglich des UFOs über den Bahamas. Möglicherweise wurde auf dem Video ein Objekt Alien eingefangen. Schauen Sie sich dieses Video an. Fällt Ihnen nichts Seltsames auf? Wenn Sie den oben flackernden violetten Schimmer bemerkt haben, haben Sie ein scharfes Auge. Dieses Video erschien relativ kürzlich im Netz, im Januar 2024. Seine Geschichte begann völlig zufällig. Eine Flugbegleiterin der Fluggesellschaft Wizz Air hat während eines Fluges über Europa etwas Seltsames mit der Kamera festgehalten. Zu diesem Zeitpunkt ahnte niemand, dass die gewöhnliche Aufnahme malerischer Wolken zu einer der meistdiskutierten Anomalien zu Beginn des Jahres führen würde. Das Video wurde erstmals von der britischen Boulevardzeitung Daily Mail veröffentlicht und verbreitete sich sofort im Internet. Alles geschah auf einem Flug von Großbritannien nach Polen. Die 36-jährige Denisa Tenose, die etwas mehr als ein Jahr als Stewardess arbeitete, filmte einfach die Aussicht aus dem Fenster, bemerkte jedoch beim späteren Ansehen der Aufnahme etwas, das aus dem gebundenen Bild herausstach. In die Kamera geriet ein leuchtendes violettes Objekt, das sich mit enormer Geschwindigkeit bewegte und eine äußerst ungewöhnliche Form hatte. Ich arbeite seit einem Jahr als Stewardess, aber ich habe noch nie etwas Ähnliches gesehen, gestand Tenose. Neugierig auf das Gesehene zeigte sie das Video sofort den Piloten, aber auch sie waren verwirrt. Zu diesem Zeitpunkt verlief der Flug absolut normal. Auf den Radaren wurden keine fremden Objekte erfasst, es gab keine Turbulenzen und es gingen auch keine Meldungen von den Bodendiensten über seltsame Phänomene ein. Dieser Vorfall beeindruckte die Stewardess so sehr, dass sie nun überzeugt ist, dass außerirdisches Leben existiert. Die Frage ist nur, ob wir bereit für eine solche Entdeckung sind. Denn wenn UFOs wirklich existieren würden, welche Beweise wären für Sie, liebe Zuschauer, unumstößlich? Es sei darauf hingewiesen, dass dieser Fall bei weitem nicht der einzige ist. In den letzten Jahren berichten immer mehr Piloten weltweit von mysteriösen Begegnungen am Himmel. Zum Beispiel haben im Dezember 2023 russische Piloten, die einen Flug von Moskau nach Kaliningrad durchführten, ein seltsames leuchtendes Objekt erfasst, das in einer Höhe von über 39,000 Fuß flog. Eine offizielle Erklärung für dieses Phänomen blieb aus. Sind wir wirklich unter Beobachtung? Vielleicht war es eine weitere außerirdische Patrouille oder etwas, das wir erst noch entdecken müssen. Das nächste Video ist ein ziemlich interessantes Zeugnis eines UFOs und es ist keineswegs flüchtig, wie viele der vorherigen. Auf dem Video, das von einem Piloten einer Boeing 747 während eines Fluges von Saudi-Arabien nach Nigeria aufgenommen wurde, sind nicht nur ein oder zwei UFOs zu sehen. Das Unerklärliche erschien in Form mehrerer weißer Punkte. Besonders bemerkenswert ist, dass diese weißen Punkte eine Art Parade veranstalteten, die man auch im Video sehen kann. Der Kapitän des Flugzeugs, SII Ruud van Pangeman, zeichnete seine Beobachtungen auf und teilte das Video mit der Öffentlichkeit. In der Aufnahme ist zu hören, wie zwei Piloten das Gesehene diskutieren und versuchen zu verstehen, was genau sie gesehen haben. Sie vermuteten, dass es ein leichtes Flugzeug sein könnte, aber es war nicht auf dem Radar zu sehen. Auch die Theorie mit einem Stern wurde verworfen, da Sterne sich nicht so chaotisch bewegen. Das Licht des unbekannten Objekts flackerte und bewegte sich in verschiedene Richtungen. Vorwärts, rückwärts, nach links und nach rechts. Die Piloten dachten sogar, dass es Starlink-Satelliten sein könnten, aber ihre Bewegung entsprach nicht den üblichen Umlaufbahnen. Allerdings sind nicht alle damit einverstanden, dass die Besatzung auf etwas Unerklärliches gestoßen ist. Einige Piloten im Internet behaupteten, dass solche Lichter bei fast jedem Nacht- oder Morgenflug zu sehen sind. Sie erscheinen oft in denselben Teilen des Himmels, ändern ihre Helligkeit, bewegen sich oder gruppieren sich. Was war es also? Ein anomales Phänomen oder ein gewöhnlicher optischer Effekt? Diese Frage bleibt bisher unbeantwortet. Nun, heute haben wir uns wieder einmal davon überzeugt, dass der Himmel viele Rätsel birgt. Manche sehen in UFO-Sichtungen geheime Militärtechnologien, andere optische Täuschungen und wieder andere sehen darin den klaren Beweis für Besuche außerirdischer Gäste.
Eines ist sicher, solche Videos lassen niemanden gleichgültig. Skeptiker werden mit Schaum vor dem Mund beweisen, dass UFOs Fälschungen sind, während ihre Gegner nach weiteren Beweisen für ihre Sichtweise suchen. Zu welchem Lager gehören Sie? Welches dieser Videos erschien Ihnen am überzeugendsten? Oder haben Sie vielleicht eigene Erfahrungen mit unerklärlichen Phänomenen am Himmel? Teilen Sie Ihre Gedanken in den Kommentaren. Die interessantesten Theorien werden wir in Zukunft auf jeden Fall diskutieren. Und vergessen Sie nicht die Beweise. Apropos Beweise, wenn Sie es lieben, die unterschiedlichsten Themen zu erforschen und die Wahrheit in den verworrensten Fragen zu suchen, dann gibt es definitiv einen Platz für Sie in unserem Team. Ein Drehbuchautor ist ein großartiger Platz für Sie, aber wenn Ihr Herz für den Schnitt oder die Vertonung schlägt, gibt es auch solche Stellen. Mein Team freut sich darauf, mit jedem Interessierten zu sprechen. Der Link zum Telegram-Bot befindet sich in der Beschreibung. Vergessen Sie nicht zu abonnieren, einen Like zu hinterlassen und die Glocke zu aktivieren, um keine neuen mysteriösen Geschichten zu verpassen. Das war's von mir. Wir sehen uns in den nächsten Videos.